Stell dir vor, alles, was du für wahr hältst, sei letztlich nur deine eigene Konstruktion, ein persönliches Modell der Wirklichkeit. Diese Idee steht im Zentrum des erkenntnistheoretischen Konstruktivismus. Demnach gibt es keine von uns unabhängige absolute Wahrheit, sondern jeder baut sich seine Wirklichkeit aufgrund von Erfahrungen, Wahrnehmungen und sozialen Einflüssen. Für viele klingt das zunächst befreiend. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine. Es fördert Toleranz gegenüber anderen Sichtweisen und schützt vor dogmatischem Fanatismus. So jedenfalls die Hoffnung. Doch, was, wenn diese Haltung auch eine Kehrseite hat? Könnte die Einstellung, Wahrheit ist relativ, in manchen Fällen ein psychologischer Schutzmechanismus sein, um sich unangenehmen oder gar existenziellen Wahrheiten nicht stellen zu müssen? Genau dieser Frage wollen wir in diesem Vortrag nachgehen. Kritisch beleuchten wir den erkenntnistheoretischen Konstruktivismus und die These, dass er als Ausweichstrategie dienen kann, um unbequeme Fakten zu verdrängen. Dabei beziehen wir zentrale Gedanken folgender Denker ein. Amin Risi, ein philosophisch-spiritueller Autor, der vor dem Verlust absoluter Wahrheitsbegriffe warnt und die Suche nach Wahrheit ins Zentrum stellt. Michael Deppner, Psychiater und Autor der Reihe Seele und Gesundheit, der psychospirituelle Abwehrmechanismen und die Angst vor der Wahrheit untersucht. Das Buch Angst vor der Wahrheit, ein Plädoyer gegen Relativismus und Konstruktivismus von Paul Boghossian, welches die geistige Strömung des radikalen Konstruktivismus scharf kritisiert. Wir gliedern den Vortrag in einen kurzen Überblick über den Konstruktivismus, gefolgt von einer kritischen Analyse. Dabei kommen die genannten Stimmen ausführlich zu Wort. Am Ende ziehen wir ein Fazit und wagen eine persönliche Einordnung mit einem Appell an alle, die vielleicht selbst manchmal vor der Wahrheit flüchten. Was bedeutet erkenntnistheoretischer Konstruktivismus? Bevor wir in die Kritik eintauchen, klären wir kurz den Begriff. Erkenntnistheoretischer Konstruktivismus ist die philosophische Auffassung, dass unser Wissen von der Welt aktiv von uns konstruiert wird. Realität, so die konstruktivistische Kernthese, ist keine absolute fertige Größe, die wir passiv abbilden. Vielmehr formt jeder Mensch, beeinflusst durch Wahrnehmung, Geist und soziales Umfeld, sein eigenes Wirklichkeitsmodell. Wahrheit wird dabei als etwas Relatives verstanden. Was für den einen wahr ist, kann für den anderen falsch sein, je nach Perspektive, Erfahrung oder Kultur. Es gibt nach radikal-konstruktivistischer Sicht keinen absoluten Maßstab, an den wir unsere Erkenntnisse messen könnten. Alles Wissen ist demnach in einem Kontext verankert und von unseren kognitiven Strukturen abhängig. Diese Sichtweise hat in den letzten Jahrzehnten vor allem in den Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften an Einfluss gewonnen. Manche sprechen gar von einem postmodernen Zeitgeist, der alle großen Wahrheitsansprüche skeptisch beäugt. Im Alltag zeigt sich eine ähnliche Haltung in Aussagen wie „letztlich ist doch alles relativ" oder „jeder hat seine eigene Wahrheit". Oft schwingt hier die Idee der Gleichwertigkeit aller Ansichten mit, die Vorstellung, es gebe eine Vielzahl gleichberechtigter Weisen, die Welt zu verstehen, ohne dass eine objektiv richtiger wäre als die andere. Warum ist dieser Ansatz so attraktiv? Zum einen schützt er vor dogmatischer Engstirnigkeit. Wer anerkennt, dass die eigene Sicht nur eine Konstruktion unter vielen ist, tut sich leichter mit Toleranz. Zum anderen kann Konstruktivismus ein gewisses Gefühl von Freiheit vermitteln. Ich gestalte meine Realität, bin nicht nur Opfer objektiver Umstände. Gerade in einer pluralistischen Gesellschaft erscheint die Idee sympathisch, dass Wahrheit Verhandlungssache sei und jeder ein Stück eigene Wahrheit beanspruchen darf. Doch genau hier setzt die kritische Frage an: Wird der Konstruktivismus möglicherweise als Ausrede oder Fluchtweg benutzt? Könnte das Mantra „Nichts ist wirklich wahr" einem tief sitzenden Unbehagen vor der Wahrheit entspringen? Im Folgenden betrachten wir Argumente, die darauf hindeuten, dass manche den Konstruktivismus psychologisch missbrauchen, um sich vor unbequemen oder beängstigenden Wahrheiten zu schützen. Die provokante These lautet: Radikaler Konstruktivismus und Relativismus gedeihen, weil viele Menschen, bewusst oder unbewusst, Angst vor der Wahrheit haben. Diese Angst kann verschiedene Formen annehmen, etwa die Furcht vor moralischer Verantwortung, vor Veränderungen des eigenen Weltbilds oder
vor existenziellen Einsichten über Leben und Tod. Anstatt sich dieser Wahrheit zu stellen, behauptet man lieber, es gebe sie gar nicht, zumindest nicht verbindlich für alle. So wird der Konstruktivismus zum Schutzschild. Was unbequem ist, wird relativiert oder als deine Wahrheit, nicht meine abgetan. Diese kritische Sicht teilen sowohl philosophische Köpfe wie Armin Risi und Paul Boghossian als auch Psychologen wie Michael Deppner. Schauen wir uns ihre Denkimpulse im Einzelnen an. Der Schweizer Autor Armin Risi betont in seinen Schriften immer wieder die Existenz einer absoluten Wahrheit und kritisiert, dass der moderne Diskurs diese Idee fast verloren hat. Er beobachtet, dass viele Intellektuelle regelrecht zusammenzucken, wenn von absoluter Wahrheit die Rede ist. Der Begriff gilt als überwunden, ja tabu. Man solle doch nicht mehr von etwas Absolutem sprechen, da wir gelernt hätten, dass es so etwas nicht gibt. Wer es doch tut, wird schnell als Sektierer oder Fanatiker abgestempelt. Damit, so Risi, habe die Philosophie sich einem verhängnisvollen Denkfehler unterworfen. Risi zeigt diesen Denkfehler pointiert auf. Die Aussage, es gibt keine absolute Wahrheit, behauptet selbst absolut zu gelten. In sich ist sie also widersprüchlich, denn sie postuliert ja eine allgemeingültige Wahrheit, nämlich die, dass nichts allgemeingültig sei. Folgerichtig, so Risi, müsse man die Frage ganz anders stellen. Nicht, gibt es eine absolute Wahrheit, sondern was ist die absolute Wahrheit? Selbst wenn das Ergebnis wäre, dass es keine gibt, wäre genau diese Nichtexistenz die absolute Wahrheit in letzter Instanz. Kurz, es gibt also auf jeden Fall eine absolute Wahrheit. Und es sollte die vornehmste Aufgabe von Philosophen sein, herauszufinden, worin sie besteht. Doch davon, klagt Risi, sei die heutige Philosophie weit entfernt. Statt liebevoller Suche nach Weisheit der ursprünglichen Bedeutung von Philosophia, betreibe man oft nur noch relativistische Gedankenspielerei. Anstelle echter Philosophie trete Ideologie, bei der es nicht um Wahrheit, sondern um die eigene Wahrheit gehe, sprich um subjektive Ideen, die man durchsetzen will. Im dunklen Zeitalter, dem Kali Yuga, wie es im Vedischen genannt wird, dominieren laut Risi solche egozentrischen Ideologien und verdrehen unseren Blick. Jeder glaubt, im Recht und im Licht zu sein, während womöglich alle nur ihren eigenen Schatten hinterherlaufen. Damit warnt Risi davor, dass alles ist relativ, letztlich zur Beliebigkeit führt. Wenn niemand mehr wagt, nach einem höheren Wahrheitsgehalt zu fragen, drohen Verwirrung und Orientierungslosigkeit. Diese Diagnose klingt erstaunlich aktuell in unserer postfaktischen Zeit, in der oft der lauteste Ruf wichtiger scheint als der wahrste. Stellt sich ebenfalls die Frage, haben am Ende alle recht? Hat niemand recht? Sind wir bloß den lautesten Stimmen ausgeliefert? Risi plädiert dafür, dass wir sehr wohl Unterscheidungen treffen und nach objektiven Kriterien suchen dürfen. Wahrheit mag anspruchsvoll sein, doch sie existiert und sie verdient es, gesucht zu werden. Interessant ist, dass Armin Risi auch einen spirituellen Aspekt betont. In vedischen Lehren gilt das Absolute, die höchste Wahrheit als das, was von allem Relativen unabhängig ist. Unser relatives, vergängliches Dasein bekommt nur dann wahren Wert, wenn es mit dem Absoluten verbunden wird. Wahrheitsfindung ist für ihn daher kein trockener Dogmatismus, sondern ein Weg zur inneren Verbindung, vergleichbar dem Begriff Yoga, wörtlich Verbindung. Wenn aber nun der Konstruktivismus sagt, jeder hat seine eigene Wahrheit, läuft das Gefahr, diese Verbindung zum Absoluten zu kappen. Es macht bequem, denn wenn es nichts Höheres gibt, nichts wirklich Gültiges gibt, muss ich mich auch nicht verändern. Hier zeigt sich die mögliche psychologische Funktion. Die Leugnung einer absoluten Wahrheit entbindet von der Pflicht, sich ihr zu stellen. Risi formuliert es drastisch. Wahrheit zu erkennen heißt, einen Vertrag einzugehen, einen Vertrag, der uns verpflichtet. Kein Wunder, dass viele davor Angst haben. Wer Wahrheit erkannt hat, steht in ihrer Pflicht, schreibt er, zwar,
kann man sich der Pflichterfüllung entziehen, aber nur um den Preis, dass man an der eigenen Untreue seelisch erkrankt. Alle Abwehrmechanismen der Psyche, und damit kommen wir gleich zu Michael Deppner, sind laut Risi letztlich Methoden, um sich dem Ruf der Wahrheit zu entziehen. Der konstruktivistische Relativismus wäre demnach eine intellektuelle Abwehrstrategie. Man relativiert die Wahrheit, um sich vor ihrer verpflichtenden Kraft zu drücken. Aus psychologischer Sicht lässt sich diese These eindrucksvoll untermauern. Michael Deppner, Psychiater und Autor der Web- und Buchreihe Seele und Gesundheit, hat sich intensiv mit psychospirituellen Abwehrmechanismen beschäftigt. Also mit den inneren Tricks, mit denen wir unbequeme Wahrheiten vor uns fernhalten. Seine Analyse deckt sich bemerkenswert mit Risis Gedanken. Deppner betont zunächst ganz allgemein den hohen Stellenwert der Wahrheit für die seelische Gesundheit. Wahrheit ist für ihn nicht bloß eine intellektuelle Spielerei, sondern sehr eng mit unserem Wesen verknüpft. Die Persönlichkeit des Menschen entspricht dem, was er für wahr hält, schreibt er. Erkennt ein Mensch eine bittere Wahrheit und lebt danach, kann das wehtun. Tut er es aber nicht, zahlt er einen inneren Preis. Genau deshalb, so Deppner, fürchten wir uns oft vor der Wahrheit, denn die Wahrheit verpflichtet uns zum Handeln, zum Wandel, vielleicht zur Aufgabe bequemer Illusionen. Und wenn wir dieser Verpflichtung nicht nachkommen, leidet unsere Seele. Risi würde sagen, wir erkranken am Vertragsbruch mit der Wahrheit. Es überrascht daher nicht, die menschliche Psyche hat einen ganzen Werkzeugkasten an Abwehrmechanismen, um unbequeme Wahrheiten abzuwehren. Verleugnung ist eine der bekanntesten. Deppner beschreibt diesen Prozess so: Um eine Wahrheit verleugnen zu können, muss man sie zumindest geahnt haben. Eine Vorahnung reicht schon, um den Impuls auszulösen, ihr auszuweichen. Sobald wir spüren, dass eine Erkenntnis droht, die uns in Schwierigkeiten bringen könnte, setzt die Psyche alle Hebel in Bewegung, diese Erkenntnis wegzuschieben. Man kann es vergleichen mit dem sprichwörtlichen Elefanten im Raum. Insgeheim wissen alle, dass er da ist, aber niemand spricht ihn an. Warum tun wir das? Deppner identifiziert zwei Grundbedürfnisse, die häufig hinter der Wahrheitsverleugnung stehen. Zum einen ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Wir alle wollen Teil einer Gruppe, einer Gemeinschaft sein. Kollektive Weltanschauungen, seien sie politisch, religiös oder ideologisch, stiften solche Zugehörigkeit. Aber sie kommen oft mit dogmatischen Grundannahmen daher. Glaubenssätzen, die man nicht hinterfragen darf, ohne die Gruppenzugehörigkeit zu riskieren. Wenn nun die Wahrheit auftaucht, die einen solchen Mythos in Frage stellt, gerät das soziale Band in Gefahr. Die Folge? Man wehrt die unbequeme Erkenntnis ab, um den Gruppenzusammenhalt nicht zu gefährden. Deppner veranschaulicht das mit einem Bild. Nicht zu erkennen, dass der König nackt ist, reduziert die Gefahr, sich seine Gunst zu verscherzen. Mit anderen Worten, man schaut lieber weg, statt anzusprechen, was eigentlich offensichtlich ist, nur um dazuzugehören. In diesem Sinne kann die Aussage, nun ja, das ist mein Weltbild und das dort ist deins, auch ein diplomatisches Weglächeln unbequemer Fakten sein, damit alle sich weiter vertragen. Das zweite Grundbedürfnis, das Michael Deppner beschreibt, ist das nach Selbstbestimmung. Jeder Mensch will sich als handlungsfähiges Ich erleben, das frei entscheiden und sein Leben gestalten kann. Unser Ego klammert sich an dieses Bild von Kontrolle und Souveränität. Manche Wahrheiten sind jedoch hart für dieses Ego, etwa Hinweise auf eigene Fehler, auf Schuld oder Ohnmacht. Wenn jemand eine Wahrheit nicht als Weg zu seinem Wohl erkennt, so Deppner, wird er womöglich so tun, als gäbe es sie gar nicht. Wir neigen dann dazu, unangenehme Wahrheiten als Feind unseres Ichs zu behandeln. Wir ignorieren sie, reden sie schön oder verzerren sie. Im Extremfall kann das bis hin zum Wahn gehen. Eine Person entwirft sich eine fiktive Realität, auf der sie selbst als Täter überhaupt nicht vorkommt. Hier zeigt sich der konstruktivistische Leitsatz, Wirklichkeit ist, wie ich sie mir male,
in pathologischer Übersteigerung. Debner formuliert drastisch: Wahn ist ein Versuch, sich gegen die Wirklichkeit zu wehren, indem man sie durch ein Bild ersetzt. Natürlich bewegen sich die meisten von uns nicht in klinischen Wahnwelten. Doch kleine Formen von Realitätsverzerrung zur Schonung des Selbst kennen wir alle. Etwa der Mensch, der die deutlichen Signale seines Körpers ignoriert, die ständige Müdigkeit, die Schmerzen, die Warnungen des Arztes, weil die Vorstellung einer ernsten Erkrankung sein Leben aus der Bahn werfen würde. Oder derjenige, der sich in einer Beziehung vormacht, alles sei in Ordnung, obwohl längst Entfremdung oder sogar Untreue spürbar ist, weil die Wahrheit ein neues, unsicheres Leben erzwingen würde. All diese Ausweichbewegungen schützen kurzfristig unser Ego, aber sie entfernen uns vom existenziellen Selbst. Denn das wahre Selbst braucht keine Illusionen, um frei zu sein. Es kann Wahrheit annehmen, auch wenn sie schmerzt, weil sie keine Bedrohung, sondern die Grundlage innerer Freiheit ist. Debner schildert anschaulich, wie wir uns unsere Welt manchmal zurechtbiegen, um Unsicherheit und Angst zu vermeiden. Ungewissheit führt zur Furcht. Wenn wir die Welt erkannt hätten, wäre die Ungewissheit beseitigt. Daher sind wir bemüht, aus 3 Puzzlestücken ein Ganzes zu schaffen und bereit, 5 mehr als einmal gerade sein zu lassen. Dieses menschliche Bedürfnis nach einem runden, abgeschlossenen Weltbild führt dazu, dass wir störende Puzzleteile, sprich Fakten, die nicht ins Bild passen, einfach übersehen. Der Mensch mag es nicht, wenn die Wahrheit seinen Bildern widerspricht, schreibt Debner. Wir alle kennen diese Tendenz, lieber an vertrauten Vorstellungen festzuhalten, als sich auf etwas einlassen, was unser ganzes Weltverständnis erschüttern könnte. Fassen wir Debners Erkenntnisse zusammen. Die Psyche schützt sich vor unbequemen Wahrheiten durch Abwehrmechanismen, wie Verleugnung, Verdrängung oder Rationalisierung. Diese Mechanismen greifen, sobald eine Wahrheit unsere sozialen Bindungen, unser Selbstbild oder unsere emotionale Sicherheit bedroht. Insofern kann ein philosophischer Ansatz, der ohnehin behauptet, es gebe keine allgemeingültige Wahrheit, sehr attraktiv sein. Er liefert gewissermaßen den Freibrief, unliebsame Wahrheiten als nicht so wichtig abzutun. Der konstruktivistische Satz, es gibt nicht die Wahrheit, nur meine Wahrheit, kann so zum intellektuellen Deckmäntelchen werden, unter dem wir unsere Ängste verbergen. All diese Ausweichbewegungen haben einen Preis. Sie mögen unser Ego kurzfristig schonen, aber sie entfernen uns von unserem wahren existenziellen Selbst. Wahrheit hat die Kraft, uns von Illusionen zu befreien. Sie nimmt uns manchmal Menschen oder Geschichten, an die wir uns geklammert haben, aber sie gibt uns immer etwas Größeres zurück. Innere Freiheit und die Klarheit, wirklich wir selbst zu sein. Und genau hier beginnt der Weg, auf dem Angst vor der Wahrheit sich in Kraft verwandelt. Wenn wir erkennen, dass nur das Wahrnehmen und Annehmen der Wirklichkeit uns wirklich lebendig macht. Eine ähnliche Diagnose stellt der amerikanische Philosoph Paul Boghossian in seinem Buch Angst vor der Wahrheit. Bereits der Titel bringt die Vermutung auf den Punkt. Radikale Relativisten und Konstruktivisten leiden unter einer Wahrheitsphobie. Boghossian beobachtet, dass seit dem 20. Jahrhundert gerade in den Geisteswissenschaften zunehmend Theorien populär wurden, die alle Tatsachen und Erkenntnisse als bloße soziale Konstrukte ansehen. Ob materielle Dinge wie Berge und Sterne oder wissenschaftliche Erkenntnisse, alles sei letztlich abhängig von menschlichen Perspektiven und kulturellen Kontexten, so die konstruktivistische Behauptung. Boghossian zählt zu den sogenannten neuen Realisten, die dem entgegentreten. Er hält diese extremen Positionen für unvernünftig und zeigt in seinem Buch detailliert deren logische Schwächen auf. Entscheidend ist für uns hier sein Befund, warum solche Theorien überhaupt so weit verbreitet sind. Er konstatiert nämlich, dass viele Intellektuelle eine Gleichwertigkeitsdoktrin vertreten.
Alle Weisen, die Welt zu verstehen, seien gleichwertig. Wissenschaftliche Erkenntnis ist dann nur eine Erzählung neben einer anderen. Dahinter steckt oft auch eine Ablehnung von Autorität. Man misstraut dem Anspruch, es gäbe einen privilegierten Zugang zur Wahrheit, etwa durch die Naturwissenschaft, und möchte verhindern, dass eine Gruppe von Experten allen anderen vorschreibt, was wahr ist. Diese Motivation hat durchaus ehrenwerte Züge. Sie speist sich aus einem egalitären Impuls, niemanden epistemisch zu unterdrücken. Doch, wenn man es damit übertreibt, landet man in einer Beliebigkeit, die fatal sein kann. Boghossian bringt als Beispiel die Ethik. Wenn man ethische Normen völlig relativiert, stünde plötzlich auch „Du sollst morden" als gleichwertige Option neben „Du sollst nicht morden", was offensichtlich kaum jemand akzeptieren würde. Boghossian argumentiert letztlich ähnlich wie Risi und Deppner. Es gibt eine von unseren Meinungen unabhängige Realität. Die Welt ist, wie sie ist, unabhängig von unseren Meinungen über sie, schreibt er und fordert, wir sollten wieder unseren gesunden Menschenverstand folgen. In Angst vor der Wahrheit analysiert er 3 Varianten der konstruktivistischen Behauptung. Erkenntnis ist sozial konstruiert und Wahrheit relativ und widerlegt sie alle. Er zeigt auf, dass objektive Erkenntnis möglich ist und dass eine Wahrheit jenseits sozialer oder kultureller Perspektiven existiert. Es ist letztlich ein Plädoyer für die Realität, dafür, dass wir uns nicht in unser jeweiliges Kopfkino verkriechen, sondern gemeinsam anerkennen, was ist. Bemerkenswert ist Boghossians Wortwahl. Er diagnostiziert eine Angst vor der Wahrheit. Dieses Wort diagnostiziert suggeriert beinahe einen pathologischen Zustand, als wäre der extreme Konstruktivismus eine Art Krankheitssymptom, das es zu heilen gilt. In gewissem Sinne stimmt das mit dem Befund von Deppner überein. Wenn alle Abwehrmechanismen letztlich Techniken sind, um dem Ruf der Wahrheit zu entgehen, dann könnte man sagen, der Relativismus ist die intellektuelle High-End-Variante einer solchen Abwehr. Er tarnt sich als Theorie, ja als Tugend, nämlich Toleranz und Offenheit. Doch in manchen Fällen steckt dahinter schlicht die Furcht, einer festen, unbequemen Wahrheit ins Auge sehen zu müssen. Boghossian bleibt als analytischer Philosoph natürlich auf der argumentativen Ebene. Er entlarvt die Selbstwidersprüche des Relativismus, ähnlich wie Risi es tat. Zum Beispiel das Paradox, absolut zu behaupten, es gebe nichts Absolutes. Seine Stoßrichtung ist klar. Wir müssen die Mutlosigkeit vor der Wahrheit überwinden. Der Autor Marcus Gabriel schreibt im Nachwort, dass postmoderne Denker sich von Argumenten oft gar nicht beeindrucken ließen, was Boghossian ein Stück weit ratlos mache. Das erinnert uns an die Höhlenmenschen in Platons Gleichnis, die den der Sonne entstiegenen Philosophen auslachen und aggressiv abwerten, ganz gleich, welche Argumente er vorbringt. Die Angst vor der Wahrheit ist eben nicht allein ein intellektuelles Problem, sondern ein zutiefst psychologisches. Neben den genannten Denkern lohnt ein kurzer Blick auf die existenzielle Dimension der Wahrheitsangst. Eine der fundamentalsten unbequemen Wahrheiten ist die Gewissheit des eigenen Todes. Um nicht ständig von der Furcht vor dem Tod gelähmt zu sein, erschufen Menschen aller Zeiten kulturelle Illusionen der Unsterblichkeit. Die Pyramiden der Pharaonen, Heldeneben, Religionen, aber auch moderne Projekte von Ruhm und Erfolg. All das kann man als Strategien sehen, dem unangenehmen Fakt der eigenen Endlichkeit einen Sinn oder eine Linderung entgegenzusetzen. Warum dieser Exkurs? Er zeigt, dass Verdrängung unbequemer Wahrheiten zutiefst menschlich ist. Konstruktivismus ist zwar ein intellektueller Begriff, aber letztlich geht es um ein altes Phänomen. Wir neigen dazu, Wahrheiten, die uns wehtun, auszublenden oder uns Ersatzwelten zu schaffen. In spirituellen Traditionen wird das ähnlich gesehen. Dort spricht man von Illusionen oder Maya, die es zu durchschauen gilt. Wahrheit ist das freundlich Leuchtende, dessen Schein nicht trügt, heißt es bei Deppner. Doch dieses Licht strahlt so schonungslos, dass manch einer lieber blinzelt oder die Augen ganz verschließt. Wir haben den erkenntnistheoretischen Konstruktivismus von einer ungewohnten Seite betrachtet. Nicht als coolen philosophischen Trend, sondern als möglichen Fluchtweg der Psyche.
Die vorgestellten Gedanken von Armin Risi, Michael Deppner und Paul Boghossian zeichnen ein konsistenteres Bild. Sie zeigen jeweils auf ihre Art, dass die Haltung Wahrheit ist relativ, jeder hat seine eigene, zum Problem wird, sobald sie dazu dient, sich vor der wirklichen Wahrheit zu drücken. Es ist, metaphorisch gesprochen, als würden wir uns in ein gemütliches Haus der eigenen Meinung zurückziehen und an die Tür ein Schild hängen, absolute Wahrheit nicht erwünscht. Dieses Haus mag eine Zeit lang Schutz bieten, vor Selbstzweifel, vor Schuld, vor Weltschmerz, doch es kann uns auch einengen und isolieren. Natürlich sollten wir würdigen, was der konstruktivistische Ansatz uns lehrt, nämlich Demut vor der Vielschichtigkeit der Wirklichkeit. Kein Mensch besitzt die ganze Wahrheit exklusiv. Unsere Perspektiven sind begrenzt und konstruiert. Dessen bewusst zu sein, bewahrt uns vor Überheblichkeit. Aber wenn wir aus dieser berechtigten Demut einen völligen Verzicht auf Wahrheitssuche machen, werfen wir das Kind mit dem Bade aus. Wir verlieren den Kompass, der uns durchs Leben leitet. Wie Armin Risi betont, macht es einen Unterschied, ob wir nach dem Absoluten fragen oder nicht. Und die Philosophie hat die Diskussion darüber viel zu früh abgebrochen. Persönlich bin ich der Ansicht, dass wir Mut zur Wahrheit brauchen, Mut, uns selbst unbequeme Fragen zu stellen. Gibt es in meinem Leben Wahrheiten, die ich vermeide? Wo mache ich es mir vielleicht zu einfach, indem ich sage, ach, das sieht halt jeder anders? Das könnten Fragen nach meinem eigenen Verhalten sein, nach Ungerechtigkeiten in der Welt, nach dem Sinn meines Tuns oder der Endlichkeit meines Lebens. Es erfordert Mut und Ehrlichkeit, hier nicht wegzuschauen. Doch es lohnt sich. Denn um noch einmal Deppner zu bemühen, Wahrheit ist ein Verbündeter der Freiheit. Jede Preisgabe von Wahrheit ist ein Schritt in die Knechtschaft. Wenn wir die Wahrheit meiden, werden wir paradoxerweise unfrei, gefangen in unseren Illusionen, fixiert auf die Verteidigung unseres selbst gezimmerten Weltbilds. Was kann uns helfen, diesem Mut zur Wahrheit Raum zu geben? Vielleicht Neugier und Demut zugleich, die Neugier eines Forschers, der die Welt wirklich verstehen will, egal wie überraschend oder unbequem die Antworten sind, und die Demut eines Weisen, der anerkennt, dass die Wahrheit größer ist als er selbst, aber dennoch Teil von ihm, wie ein innerer Kompass. Armin Risi zitierte einst den bekannten Satz, die Wahrheit wird euch frei machen. Doch er ergänzte sinngemäß, frei wovon? Frei von Abhängigkeiten, von Beschränktheit, von falschen Vorstellungen. Genau das kann geschehen, wenn wir uns unbequemen Wahrheiten stellen. Wir werden freier, weil wir nicht mehr so viel Energie darauf verwenden müssen, etwas zu verdrängen oder zu rechtfertigen, was eigentlich ist. Am Ende dieses Vortrags möchte ich einen Appell an uns alle richten, an Zuhörer, an mich selbst. Lassen wir nicht zu, dass alles ist relativ zum Freibrief für Wegschauen wird. Nutzen wir den konstruktiven Zweifel konstruktiv, nämlich um immer weiter nach Wahrheit zu suchen, statt sie für nicht existent zu erklären. Wenn wir spüren, dass wir eine Information nur deshalb ablehnen, weil sie unbequem ist, sollten wir innehalten. Es könnte genau die Wahrheit sein, die uns persönlich oder gesellschaftlich weiterbringt. Vielleicht können wir aus beiden Welten das Beste verbinden. Die Offenheit des Konstruktivismus im Bewusstsein, dass jeder aus seiner Perspektive schaut, und den Mut zur Wahrheit der Realisten, im Vertrauen darauf, dass es da draußen und in uns etwas Wirkliches gibt, das erkannt werden will. So entkommen wir der Angst vor der Wahrheit und finden zu einer reifen Haltung. Wahrhaftigkeit ohne Fanatismus und Toleranz ohne Lüge. In diesem Sinne haben wir den Mut, die Dinge beim Namen zu nennen, wenn es nötig ist. Seien wir aber auch geduldig mit uns und anderen, denn die Wahrheit zeigt sich uns manchmal nur Schritt für Schritt. Doch sie zeigt sich, wenn wir sie denn einladen. Und das beginnt damit, dass wir die Türe unseres Geistes nicht verschließen mit dem Schild, hier gibt es keine Wahrheit, sondern weit öffnen für neue Erkenntnisse. Denn letztlich, so glaube ich, befreit uns nur die Wahrheit von unseren Ängsten, unseren Illusionen und von dem Ego, das uns vom eigenen existenziellen Selbst trennt.